Adam. Heute will ich mit euch über die Fledermäuse sprechen. Die Fledermäuse sind die einzigen bekannten Säugetiere, die fliegen können und neben den Vögeln die einzigen bekannten und flugfähigen Wirbeltiere. Es gibt rund 780 Fledermausarten, nur eine davon tut sich vom Blut ernähren, das ist die Vampirfledermaus, aber auch alle Arten sind in verschiedenen Untergruppen eingeteilt. Zum Beispiel in Mitteleuropa gibt es 30 heimische Fledermausarten. Anders als Vögel besitzen Fledermäuse keine Flügel, sondern nur verlängerte Fingerknochen, die durch eine angespannte Flughaut miteinander verbunden ist. Der Körper der Fledermaus ist sehr gut zum Fliegen geeignet und sie kann sich auch mit keiner anderen Art fortbewegen. Fledermäuse können auch nicht sitzen. Zu der Rast anstatt sitzen hängen sie sich kopfüber an irgendeinen Stein, der fest drin ist, oder irgendwelchen Spalten, wo sie sich ankrallen können. Fledermäuse sind ja nachtaktive Tiere, wie fast jeder weiß. Also sie können ihre Beute aber nicht sehen, weil ihre Augen nicht für die Nacht angepasst sind. Aber stattdessen haben sie ein Echosystem und das funktioniert bei den Fledermäusen so. Sie senden ein Echo ab, das für das menschliche Ohr nicht hörbar ist, und es stoßt an die Sachen, die vor ihm sind oder wo, und dann kommt es zurück und mit diesen Geräuschen kann sich im Gehirn der Fledermaus eine Karte von ihrer Umgebung gemacht werden. Es gibt einen Unterschied der Ausdauer von den Fledermäusen und der Ausdauer von den Menschen. Bei den Fledermäusen, ja, weil es hier um Fledermäuse geht, Fledermäuse als erstes. Bei den Fledermäusen, sie können sehr lange ohne Pause fliegen. Und mit sehr lange meine ich nicht eine Stunde oder so, sondern mehrere Stunden. Aber dagegen ein Mensch da sendet das Immunsystem nach so einer Stunde zum Beispiel Laufen das Gefühl von Erschöpfung, dass man Pause braucht, und dabei sagt es: Stopp, ich muss arbeiten. Derselbe Unterschied ist auch, wenn eine Fledermaus oder ein Mensch als Säugetier sich mit einem Virus oder einer Bakterie ansteckt. In dem Körper der Fledermaus lässt das Immunsystem es länger leben, bevor es bekämpft, aber es lässt nicht zu, dass es der Fledermaus Schaden anrichtet. Und mit dem Kennenlernen des Immunsystems weiß es dann auch, wie es sich so lange wie möglich von dem versteckt, während es sich reproduziert. Und deswegen ist das Virus, wenn es mit irgendeiner Art zu Menschen kommt, zum Beispiel ein Tier hat das gegessen und wir essen dann dieses Tier, oder wir essen gleich mal die Fledermaus, dann ist das Virus heftiger. Leider, wenn es zu einem Menschen kommt mit einem schwachen Immunsystem, dann könnte es kommen, dass er stirbt. Aber Fledermäuse sind immer noch ein wichtiger Teil der Umwelt, weil wenn es keine Fledermäuse gäbe es eine Überzahl von Insekten. Und wir wollen ja sicher nicht, dass es eine Überzahl von irgendeinem Tier gibt. Also lassen wir sie leben. Warum Fledermäuse? Weil sie in großen Gruppen leben und sich gegenseitig anstecken können. Warum Fledermäuse? Weil sie sehr weit fliegen ohne eine Pause und dabei das Virus mit sich tragen, wie zum Beispiel das Coronavirus. Tschüss, ich hoffe, ihr habt etwas gelernt von dem Video
Und ich hoffe auch, ihr seid gesund.